And my namaste to all of you. Namaste an euch alle. Thanks for coming. Und vielen Dank fürs Kommen. Yes. What would you like to hear today? Was möchtet ihr heute gerne hören? Was bedeutet für dich die Zeit von jetzt, also bis zum 6. Januar, ist ja nicht nur eine christliche Zeit, sondern eigentlich in jedem Land eine besondere Zeit. So, the time from now till the 6th of January, it's not only a very important time for Christians, it's also a very important time in every country. So what does this time mean to you? Or mean for you? For me, nothing. Nichts. Okay. For me, nothing is important which belongs to tomorrow. Für mich ist nichts wichtig, das dem Morgen angehört. Just now, Nur das Jetzt. I celebrate my life every day. Ich feiere mein Leben jeden Tag. So I don't need excuses in the name of festival to celebrate. Ich brauche also keine Ausreden im Namen von irgendwelchen Festen, um zu feiern. If I have to do something on festival, Und wenn ich irgendetwas tun muss bei einem Fest, then I would like to be just sit silently, doing nothing. dann möchte ich gern in Stille sitzen und nichts tun. What do you do in festival? Was tust du bei einem Fest? Whatever you didn't do whole years, or especially on festival, you do the same things. Was auch immer du das ganze Jahr nicht getan hast, speziell bei einem Fest, tust du genau das. For example, poor people, they buy especially the new clothes on festival. Also zum Beispiel arme Leute kaufen vor allem neue Kleidung. They try to cook special foods. Und sie versuchen etwas Besonderes zu kochen. And rich people, especially on festival day, they just wear simple dress. Und reiche Leute, vor allem bei einem Fest, tragen ganz einfache Kleidung. And they try to make everything simple. Und sie versuchen alles ganz leicht, einfach zu machen. Just doing opposite. Also genau das Gegenteil machen. Just doing totally opposite on the festival. Man macht genau das Gegenteil bei einem Fest. When you are happy every day, then every day is festival. Wenn du glücklich bist, jeden Tag, dann ist jeden Tag ein Fest. I'm not in favor to just celebrate Christmas once in a year. Das ist nicht in meinem Sinne, Weihnachten nur einmal im Jahr zu feiern. Just make every day. Tu das jeden Tag. Celebrate every day. Feiere jeden Tag. And to celebrate, you don't need to find any excuses. Und um zu feiern, brauchst du keine Ausreden finden. In the name of festival or in the name of any occasion. Im Namen eines Festes oder irgendeiner anderen Gelegenheit. But importance is celebration every day. Wichtig ist, dass du jeden Tag feierst. And if you want to find the meaning of any kind of celebration, Und wenn du die Bedeutung von jeglicher Art von Feiern finden möchtest, then you can find infinite meanings or reasons or anything. dann kannst du unendlich viele
Bedeutungen oder Gründe für alles finden. Every single mind will Jeder, tell a different thought. jeder einzelne Verstand erzählt einen anderen Gedanken. So give importance to your today. Mess also deinem Heute Wichtigkeit bei. You know, just before I was just talking to Lucas. Zuvor habe ich mit Lukas gesprochen And I would like to share with you also. und das möchte ich auch mit euch teilen. You as an energy, or yourself or soul, Du als Energie, du selbst oder deine Seele is armed with three greatest power. Du hast diese oder sie haben diese drei ganz großen Kräfte. The power of your body, Die Kraft deines Körpers. you can say the source of all your action. Du kannst sagen, die Quelle all deiner Handlungen. The power of your mind, Die Kraft deines Verstandes. the source of all your thoughts, Die Quelle all deiner Gedanken. and the power of your speech, Und die Kraft deiner Sprache. the source of all your expressions. Die Quelle all deines sich Ausdrückens. If you think you are powerless, Wenn du denkst, dass du machtlos bist, it's just an illusion of yours. dann ist das nur eine Illusion. You have this power. Du hast diese Kraft. You are only not aware with that. Du bist dir dessen nur nicht bewusst. It's like you have precious stone in your pocket and still you are asking money outside. Es ist so, als ob du einen kostbaren Stein in deiner Tasche hast und dennoch im Außen nach Geld fragst. Be aware with these powers. Sei dir dieser Kräfte bewusst. You know, we all can reduce all our suffering Wir alle können all unser Leid reduzieren. not only ours, also others. Und nicht nur unseres, sondern auch das der anderen. If we know how to handle these three powers. Wenn wir wissen, wie wir mit diesen drei Kräften umgehen. Your body, your mind and your speech. Dein Körper, dein Verstand und deine Sprache. In Tibet, they said these three powers are like three doors to enlightenment. Und in Tibet haben sie gesagt, diese drei Kräfte sind wie drei Türen zur Erleuchtung. In Sanskrit, we said mansa vachana karmana, the same. Und in Sanskrit sagen wir Mansa Vacha Kamana. Das ist genau dasselbe. Just to understand three, which belongs to you. Nur um diese drei zu verstehen, die zu dir gehören. Body, normally we think we have only one body. Der Körper. Und normalerweise denken wir haben nur einen Körper. But it's not true. Aber auch das stimmt nicht. You have the layers of layers. Du hast verschiedene Lagen. At least minimum 5. Minimum 5. Yes, you can divide like a gross body, subtle body or causal body. Und du kannst sie aufteilen wie den grobstofflichen und den feinstofflichen Körper. In more detail, you can say the foot body,
energy body. Food made with a food. Okay, also und noch detaillierter kann man ihn aufteilen in den Körper aus der Nahrung und den Energiekörper. Your mind body. Und dein Verstandkörper. Your wisdom body. Dein Weisheitskörper. And blissful body. Und dein Seligkeitskörper. If you want to go more, there's more. Like Chit body, Ananda body. Wenn du noch Sat tiefer body. gehen möchtest, ist da noch mehr, wie der Chit-Körper, der Ananda-Körper. But you can only start from gross. Then you can go subtle to subtler. Du kannst aber nur vom Grobstofflichen her anfangen und dann immer weiter ins Feinstofflichere gehen. Same with your mind. Und genauso ist es mit deinem Verstand. You can start with thinking mind, Du kannst mit dem denkenden Verstand anfangen, then witnessing mind, dann mit dem beobachtenden Verstand and then no mind. und dann mit ohne Verstand. And same with your speech. Und genauso mit deiner Sprache. When you speak loudly, Wenn du laut sprichst, that is gross. das ist grobstofflich. And when you just only make sound like honeybee, that is a subtle. Und wenn du aber nur ein Geräusch machst, wie zum Beispiel das einer Biene, dann ist das feinstofflich. When you go more little bit deeper, Und wenn du noch ein klein wenig tiefer gehst, the stage after your second, the subtle, whatever is there, we call this supreme. den Zustand, der nach diesem Feinstofflichen kommt, das, was da dann da ist, den nennen wir den Höchsten. And the state of after this supreme, we call silence. Und den Zustand danach nennen wir Stille. You know, it's very important Und to es, somehow connect these three powers. und es ist sehr wichtig, diese drei Kräfte in Verbindung zu bringen. What you are thinking, Was du denkst, what you are speaking, was du sprichst and what you are acting as an act. und was du tust, wie du handelst. Is there any coordination Sind, among all these three? Gibt es da eine Koordination unter all diesen dreien? There should be a coordination. Sie sollten koordiniert sein. Normally, people they speak, they don't know what they are speaking. Aber normalerweise, wenn die Leute sprechen, wissen sie nicht, was sie sprechen. Sometimes mind is going on the north side and your speaking is going on to the south side. Manchmal wandert der Verstand Richtung Norden und die Sprache, das Sprechen Richtung Süden. There's no match. Sie passen nicht zusammen. And when there is no match, Und wenn sie nicht zusammenpassen, you always need to think again and again before going for any conversation. dann musst du immer und immer wieder denken, bevor du in irgendein Gespräch gehst. Suppose you reach your home late. So angenommen, du kommst spät nach Hause. Now you have to prepare and think what you have to say to your partner, to your husband or wife. Und jetzt musst du dich vorbereiten und denken, was du zu deinem Partner oder deiner Frau sagen wirst. Then you create your own question and your own answer. Und dann erschaffst du deine eigene Frage und deine eigene Antwort. Why do you need to think and prepare before you reach your home? Warum musst du denken und dich vorbereiten, bevor du zu Hause ankommst? If you need to talk to your boss, you prepare yourself. Und wenn du mit deinem Chef sprechen musst, dann bereitest du dich vor. Either we are so used to speak Entweder sind wir so daran gewöhnt zu sprechen or used to think. oder wir sind es so gewöhnt zu denken. Somehow it's running inside us. In gewisser Weise
brennt es in uns. And if you cannot speak out, Und wenn du nicht aussprechen kannst, then you start speaking to yourself. dann fängst du an, mit dir selbst zu sprechen. Maybe it's happened to you also. Sometime when you're totally alone at home and you still speak loudly. Und vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, wenn du ganz allein zu Hause bist, dass du dennoch laut sprichst. We need to be aware with these three powers. Wir müssen uns dieser 3 Kräfte bewusst sein. If you know how to use this properly these powers, Und wenn du weißt, wie du sie richtig anwenden kannst, then things will be more easy in your life. dann werden die Dinge leichter werden in deinem Leben. What is the role of this speech in our life? Welche Rolle spielt das Sprechen in unserem Leben? In Tibet there is a very famous proverb. Und in Tibet gibt es ein sehr berühmtes Sprichwort. That think before you speak Das heißt, denke, bevor du sprichst. and speak before you act. Und sprich, bevor du handelst. But do you think you can control your way of speaking and you can control your way of your action, you can control your way of your thinking? Und denkst du, dass du deine Art und Weise zu sprechen, zu handeln oder zu denken kontrollieren kannst? Are you speaking really naturally, spontaneously, or somebody is forcing you to speak from outside? Sprichst du wirklich natürlich, spontan oder zwingt dich jemand aus dem Außen dazu? We are wasting most of our energy only in these 3 things: unnecessary speaking, unnecessary thinking, and unnecessary act. Und wir verschwenden die meiste Energie auf diese 3 Dinge: unnötiges Sprechen, unnötiges Denken und unnötiges Handeln. How many times you think twice or thrice just before to speak? Wie oft denkst du 2 oder 3 Mal darüber nach, bevor du etwas aussprichst? When there is no emergency, you can say, yes, I think a lot before going to speak. Wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, dann kannst du sagen, ja, ich denke viel, bevor ich etwas ausspreche. But if you want to test yourself, then test yourself in emergency. Wenn du dich aber selbst prüfen möchtest, dann prüfe dich in einer Notsituation. If somebody create anger in you or say anything bad to you, then what happens to you? Wenn jemand Wut in dir erzeugt oder Ärger, was geschieht dann in dir? We just have to be aware. Wir müssen uns einfach bewusst sein. From your thinking, from your speaking to your action. Von deinem Denken, von deinem Sprechen zu deiner Handlung. Why are you in a hurry? Why don't you focus on these 3 powers? Und warum bist du in Eile? Warum konzentrierst du dich nicht auf diese 3 Kräfte? And tell me one thing. Und sag mir eine Sache. Do you think whatever you speak every day in your life, do you think all of them are useful? Denkst du, dass alles, was du jeden Tag in deinem Leben sprichst, dass das alles nützlich ist? What will happen if you reduce Was wird to passieren, 5% wenn du das auf 5% reduzierst? in your daily speech? 5% in deinem täglichen Sprechen. Do you think you will lose something? Denkst du, dass du etwas verlieren wirst? Yeah. Whatever you are just talking, speaking every day, just reduce to 5%. Alles, was du sprichst am Tag,
Reduziere das auf 5%. Your life will become like heaven. Dein Leben wird wie zum Himmel werden. You know, 99% problems are coming just because of our unnecessary this speaking. 99% aller Probleme kommen nur wegen unseres unnötigen Sprechens. We create this problem with speaking. Wir erschaffen diese Probleme durchs Sprechen. And you will be surprised to know most of the time we misunderstood the words. Most of the time. Und du wirst überrascht sein zu wissen, dass wir die meiste Zeit die Worte falsch verstehen. Die meiste Zeit. Good word as well as the bad word. Gute Worte genauso wie schlechte Worte. We don't understand any word. Wir verstehen überhaupt kein Wort. Suppose if A says to B, I love you, simply. Also angenommen, Person A sagt zu Person B, ich liebe dich, ganz einfach. If B really understands this, Wenn Person B das wirklich versteht, then B doesn't need to listen again and again from A. dann muss es Person B nicht wieder und immer wieder von Person A hören. But B wants to always listen again and again. Wir aber möchten es immer wieder hören. Why? Warum? You don't understand at one time? Verstehst du es nicht bei einem Mal? And if person doesn't say anything, then you again misunderstood that person. Und wenn die Person gar nichts sagt, dann verstehst du sie auch wieder falsch. If you look all your problems, Wenn du dir all deine Probleme anschaust, somehow related with words. stehen sie in einem Bezug zu Worten. Somehow it's related with your own definition. Irgendwie haben sie einen Bezug zu deiner eigenen Definition. You have your own definition for every single speech. Du hast deine eigene Definition für jedes einzelne Gesprochene. And you understand or you receive that information just according to that. Und du verstehst oder empfängst die Information nur so, wie es dieser Definition entspricht. You should be more telegraphic. Du solltest telegrafischer sein. To speak only whatever is necessary. Nur das auszusprechen, was wirklich nötig ist. And you all know, Und if you reduce your speech to 5%, und ihr alle wisst, wenn ihr euer Sprechen auf 5% reduziert, your life will be more peaceful. dass euer Leben dann friedvoller sein wird. First, you don't want to be quiet, and then second, if somebody as your partner or a child or anyone likes to be there as quiet, you somehow, just try to trigger that person to speak out. Zuerst möchtest du nicht ruhig oder still sein, und wenn eine andere Person still sein möchte, versuchst du, sie irgendwie zum Sprechen zu bringen. We don't know when to speak, what to speak and how to speak. Wir wissen nicht, wann wir sprechen sollen und wie und was. We just do without any single control, without any single understanding. Wir machen einfach, ohne irgendeine Kontrolle oder ohne irgendetwas zu verstehen. If you don't understand yourself, Wenn du dich selbst nicht verstehst, you just only waste your energy. dann verschwendest du nur deine Energie. It's not like nature has given you very less energy. Nature has given you a lot. Und es ist nicht so, als ob die Natur dir nur sehr wenig Energie gegeben hat. Sie hat dir sehr viel gegeben. Most of the time we waste it. Aber die meiste Zeit verschwenden wir sie.
And if you speak, Und wenn du sprichst, most of the time you try to hurt other person's ego. dann versuchst du die meiste Zeit, das Ego einer anderen Person zu verletzen. Nobody likes crow. Niemand mag eine Krähe. Everyone likes cuckoo. You know, that's home. Jeder mag einen Kuckuck Ja. zu Hause. You know, कबीरदास है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे और खुद भी शीतल होए. Das hat Kabir gesagt. Speak words so sweetly without your own ego. Sprich Worte so süß, ohne dein eigenes Ego. Speak nice to others. Und sprich nett zu anderen. That will not only make other person calm, but that will also make you calmer. Und das wird nicht nur die andere Person ruhig machen, das wird auch dich selbst ruhiger machen. If you speak rudely, you cannot sell even honey. Und wenn du harsch sprichst, dann kannst du nicht mal Honig verkaufen. And if you speak so sweetly, you can sell chili very easily. Wenn du aber so süß sprichst, dann kannst du ganz leicht Chilis verkaufen. And one word, what you speak, Und ein Wort, das du sprichst, that word can also destroy other person's life. And the same, what you speak, if you are aware, that word can also become like an inspirational word for that person's life. dieses Wort kann auch das Leben einer anderen Person zerstören. Genauso wie ein Wort, wenn du dir dessen bewusst bist, ein sehr inspirierendes Wort für jemand anderes sein kann. Your speak can make other person's lives like a heaven. Dein Sprechen kann das Leben einer anderen Person zum Himmel machen. And same your speak can also make also other person's life like a hell. Und genauso kann dein Sprechen das Leben einer anderen Person zur Hölle machen. You know, there was one day a big competition and fight between teeth and tongue. Eines Tages gab es einen großen Wettkampf und Wettstreit zwischen der Zunge und den Zähnen. Then teeth said to tongue, Und die Zähne haben zur Zunge gesagt, don't argue with me. diskutiere nicht mit mir. We are 32 minimum. Wir sind 32 And we can bite you anytime. und wir können dich jederzeit beißen. You're not so powerful like we are. Du hast nicht so viel Macht, wie wir sie haben. And tongue said, don't misunderstand me. Und die Zunge hat gesagt, versteht mich nicht falsch. If I say one wrong word to anybody, and that person will punch you and break all your 30 teeth, 2 teeth. Wenn ich ein falsches Wort zu jemandem sage, dann wird dich diese Person schlagen und all die 32 Zähne brechen. One word. Ein Wort. With a word you can make other person as your friend, and with the word you can make also other as your enemy. Mit einem Wort kannst du eine andere Person zu deinem Freund machen. Und genauso kannst du sie mit einem Wort zu deinem Feind machen. And you should know when you have more friends around you, Und du solltest wissen, wenn du mehr Freunde um dich herum hast, you can flow easier. dass du dann leichter fließen kannst. And it's also depend the way of your speaking. Und das ist auch abhängig von der Art und Weise, wie du sprichst. The energy behind your word. Die Energie hinter deinen Worten. You know very well, whatever we speak, it's never destroyed. Und du weißt sehr wohl, was auch immer wir aussprechen, das wird niemals mehr kaputt gehen. All are still stored in this universe. Also das kann man nicht mehr ungeschehen machen. All das
ist in diesem Universum angesammelt. When you are speaking sweetly and energetic, with your blissful nature, with your love, Wenn du süß sprichst und mit Energie in deiner liebevollen Natur und wenn du voller Seligkeit bist, you are supporting this existence. dann unterstützt du diese Existenz. You find more harmony. Und du findest mehr Harmonie. You find your life more relaxing. Und du findest dein Leben entspannender. What is more important to you? Was ist dir wichtiger? Focusing so much or relaxing? Dich so sehr zu konzentrieren oder zu entspannen? And where is your focus? Und worauf konzentrierst du dich? Doesn't matter you're focusing on good things or bad things. Focus means stress. Ganz egal, ob du dich auf gute oder schlechte Dinge konzentrierst. Konzentrieren bedeutet Stress. Try to be relaxed. Versuche entspannt zu sein. And then when there is a proper coordination among your mind, your speech and body, Und wenn es dann da eine gute Koordination gibt zwischen deinem Verstand, deinem Sprechen und deinem Körper, you will not need to make any pre-plan. dann musst du keinen vorgefertigten Plan mehr machen. You only need to make pre-plan because your mind is saying different and your speaking is totally different. Du musst das nur machen, weil dein Verstand so sagt und das, was du sprichst, völlig anders ist. Maybe inside you hate someone, but still with your speaking you keep continue saying, yes, I like you. Vielleicht hast du jemanden im Inneren, aber mit dem, was du aussprichst, sagst du immer noch, ich mag dich. You can call yourself as a diplomatic person. Und du kannst dich selbst als diplomatische Person bezeichnen. But you're not betraying anyone outside. You are betraying yourself with this. Aber damit betrügst du niemanden im Außen, du betrügst dich selbst. You know yourself better than anyone. Du kennst dich selbst besser als jeder andere. And you should have to be totally honest with you. Und du musst völlig ehrlich sein, dir selbst gegenüber. And especially between your speech and mind, there should be a good coordination. Und besonders zwischen deinem Sprechen und deinem Verstand sollte eine gute Koordination da sein. Try to express whatever is in your mind. Versuche alles, was in deinem Verstand ist, auszudrücken. That is a first step. Das ist der erste Schritt. But we hide. Wir verstecken es aber. And most of the time, people lie. Und die meiste Zeit lügen die Menschen. They don't say exactly according to their mind. Sie sagen es nicht so, wie es genau in ihrem Verstand ist. And then they speak like a machine, Und dann sprechen sie wie Maschinen, like a robot, wie Roboter, with no feelings inside. ohne irgendwelche Gefühle im Inneren. And if you do something with your feelings, Und wenn du etwas mit deinen Gefühlen tust, not a single word will come out. dann wird kein einziges Wort herauskommen. And people will understand you. Und die Leute werden dich verstehen. To understand somebody else from outside, you don't need any language.
Um jemanden aus dem Außen zu verstehen, brauchst du keine Sprache. If you understand somebody because of that person's mind or the way of speaking, Wenn du jemanden verstehst aufgrund seines Verstandes oder seiner Art zu sprechen, that is the very lowest level of connection. dann ist das eine sehr niedrige Ebene der Verbindung. Try to connect silently. Versuche dich in Stille zu verbinden. Speaking less is like a silver, Weniger zu sprechen oder wenig zu sprechen ist wie Silber, but silence is like a gold. aber Schweigen ist Gold. You can feel yourself as well as whole existence just with this beauty of this silence. Du kannst dich selbst fühlen, genauso wie die ganze Existenz in dieser Schönheit des Schweigens. But yes, you have to take step. Aber ja, du musst einen Schritt machen. You have to be more telegraphic in speaking. Du musst telegrafischer sein beim Sprechen. Do you remember in old time when there was no mobile, no connection, there was only landline number? Und kannst du dich erinnern, zu früheren Zeiten, als es noch kein Handy gab und keine Verbindung, als es nur Festnetz gab? And there was a telegraph system. Und es gab das Telegrammsystem. If you want to just send any emergency or any message, people were used to just share through telegram. Wenn man eine Nachricht senden wollte oder es einen Notfall gab, haben die Leute das durch ein Telegramm gemacht. And that was enough Und das war genug, to share any message. um jegliche Nachricht zu teilen. And now, in these days, even for one small message, you need to write whole big email or letter or whole news around you. Und heutzutage musst du selbst für eine kleine Nachricht eine ganze E-Mail oder einen ganzen Brief schreiben. You think when you write or when you speak lots of words, then it means you are more intelligent. Und denkst du, wenn du viel sprichst oder schreibst, viele Worte, dass du dann intelligenter bist? But it's not related with intelligence. Aber das hat keinen Bezug zur Intelligenz. Real intelligence is your silence. Wahre Intelligenz ist deine Stille. If you can understand that, Und wenn du das verstehen kannst, you will not need to understand anything in your life. dann musst du gar nichts verstehen in deinem Leben. Where do you have to practice more? If you have to speak 5 hours or if you have to speak only just 2 minutes? Wann musst du mehr üben? Wenn du 5 Stunden sprechen musst oder wenn du nur 2 Minuten sprechen musst? In which situation you have to work more on you? In welcher Situation musst du mehr an dir arbeiten? Why don't you control your unnecessary speaking? Warum kontrollierst du dein unnötiges Sprechen nicht? First, your speaking should be according to your mind, and then your mind should be according to your speaking. Zuerst sollte dein Sprechen deinem Verstand entsprechen und dann sollte dein Verstand deinem Sprechen entsprechen. First part means Der erste, whatever is coming in your mind, you must have to just speak out. der erste Teil bedeutet, alles, was dir in den Verstand, in den Kopf kommt, das musst du aussprechen, To be more natural. um natürlicher zu sein. And the second part, when I said, then your mind should need to be like your speech.
Und der zweite Teil, wo ich gesagt habe, dein Verstand sollte mehr sein wie dein Sprechen, means when you need to speak, then you will use your mind will work. When you don't need to speak, then your mind is in rest. No mind. das bedeutet, wenn du sprechen musst, dann wird dein Verstand arbeiten. Und wenn du nicht sprechen musst, wird dein Verstand in Ruhe sein. There's no need to give 24 hours work to your mind. Es gibt keinen Grund, deinem Verstand 24 Stunden Arbeit zu geben. There's no need to Dafür gibt es keinen Grund. speak unnecessary. Es gibt keinen Grund, unnötig zu sprechen. There's no need to read every single news around you. Und es gibt keinen Grund, jede einzelne Nachricht um dich herum zu lesen. With unnecessary speaking, with unnecessary thinking, with unnecessary action, you are just ignoring your true nature. Mit unnötigem Sprechen, unnötigem Denken und unnötigem Handeln ignorierst du nur deine wahre Natur. Don't go so far Entferne on dich your own. nicht so weit von dir selbst. And if you like to speak something, then try to speak good about others. Und wenn du etwas sprechen möchtest, dann versuche gut über andere zu sprechen. Something which is really useful. Etwas, das wirklich von Nutzen ist. Something which is really important. Etwas, das wirklich wichtig ist. And you think, if I don't speak, then it will not work. Und von dem du denkst, wenn ich es nicht ausspreche, dann wird es nicht funktionieren. Just small awareness will help you to not waste your inner energy. Nur diese kleine Achtsamkeit wird dir helfen, deine innere Energie nicht zu verschwenden. Otherwise, whole day you only release your energy, and in the evening you are totally exhausted. Und andernfalls lässt du deine Energie den ganzen Tag nach draußen und am Abend bist du völlig erschöpft. If you want to reduce your daily speech, Und wenn du dein tägliches Sprechen reduzieren möchtest, how much you want to do? wie viel Ja. möchtest du das tun? Und wie viel möchtest du das tun? You want to reduce it till 50% or more than that? Möchtest du es auf 50% reduzieren oder mehr als das? Or you think you don't speak unnecessary? Oder denkst du, dass du nichts Unnötiges sprichst?
to repair your mistakes, it is very important first to accept that there is a mistake. Um deine Fehler wieder gut zu machen, ist es sehr, sehr wichtig, zuallererst anzunehmen, dass da ein Fehler ist. And if you don't accept, then how you can work on that? Und wenn du ihn nicht annimmst, wie kannst du dann daran arbeiten? Once you know your mistake, Wenn du deinen Fehler einmal kennst and you are not justifying your mistake, und du ihn nicht rechtfertigst, then 50% work is finished. dann ist die Hälfte der Arbeit getan. 50%. Minimum. Minimum 50%. When you know what is wrong and you are not justifying that wrong. Wenn du weißt, was falsch ist und du dieses Falsche nicht rechtfertigst, Then 50% you have already won that battle. dann hast du die Schlacht schon zu 50% gewonnen. Try to practice to Versuch, speak only if it is needed. versuche das zu üben, nur zu sprechen, wenn es nötig ist. Danke.